da sind wir schon wieder mal. Diesmal wollten wir das Thema Stabgeflechtbandkurven mit euch besprechen. Stabgeflechtbandkurven werden ja hauptsächlich dafür benutzt, um heiße oder fettige Produkte in einer Kurve befördern zu können. Sei es 90 Grad, 180 Grad oder halt irgendwas dazwischen. Je nach Kundenwunsch ist da alles denkbar. Ja, und da gibt es so einige Sachen zu beachten, die wollen wir euch gerne heute mal erklären. Ja, hallo auch von mir. Wir kommen zum Aufbau von Stabgeflechtbandkurven. Eine Stabgeflechtbandkurve wird dadurch zu einer Kurve, dass die Teilung in jeder Masche größer wird. Wie hier auf der Zeichnung zu sehen, eine linksgängige Kurve, auf der linken Seite die kleine Innenteilung und auf der rechten Seite die große Außenteilung. So bei aufgehender Teilung bildet sich ein Dreieck und so fördern wir um die Kurve. Hier nochmal grafisch dargestellt das Zusammenspiel der einzelnen Stäbe und wie sich daraus eine Kurve ergibt. Bei Stabgeflechtbandkurven muss man darauf achten, dass sie gar nicht gerade laufen können. Sie sind nur kurvengängig und wir können unterschiedliche kleine Teilungen verarbeiten, woraus sich dann nachher die große Teilung ergibt, je nach Breite der Kurve und je nach Radius. Im Grunde ist jede Stabgeflechtbandkurve eine Sonderanfertigung, sodass wir individuell auf alle Radien und alle Teilungswünsche eingehen können. Irgendwann kommt man zu dem Problem, dass die Stabgeflechtbandbreite so groß ist, dass halt auch die Außenteilung entsprechend groß wird, was zu Problemen führt. Zum einen natürlich dazu, dass an der Umlenkung, dass die halt sehr groß ausgeführt sein muss. Zum anderen natürlich auch, dass die Maschenweite sehr groß ist und dann kleinere Produkte tatsächlich durchfallen können. Hierzu können wir nochmal kurz ein Bild einblenden. Da bedienen wir uns einfach eines Tricks, und zwar indem wir einfach sagen, wir führen die Teilungserweiterung durch bis zu einer bestimmten Breite, brechen da ab, machen dann eine kleine Zwischenmasche und dann geht es wieder weiter los, fangen wieder mit einer kleinen Teilung an, gehen wieder groß hoch. Dadurch haben wir den Effekt erreicht, dass die Teilungen nicht zu groß werden und dass die Maschenweiten auch nicht zu groß werden, sodass halt auch kleine Produkte weiter um die Kurve transportiert werden können. Bei der Konstruktion von Kurvenstabgeflechtbandanlagen ist darauf zu achten, dass die Wellen alle konisch ausgeführt sind oder dass im Außenradius die Möglichkeit besteht, die Lose wegzuspannen. Auch die Einschnürwellen vom Omega-Antrieb sollen so ausgeführt werden, dass sie verstellbar sind, um die Lose am Innen- oder Außenradius wegzuspannen und einen sauberen Lauf der Stabgeflechtbandkurve zu ermöglichen. Ja, die Zahlengrenze, die werden halt wie beim normalen Stabgeflechtband auch in den ungeraden Maschen, also in den Maschen 1, 3, 5 und so weiter montiert. Die sind so ausgelegt, dass sie in der Mitte der Masche positioniert werden und in den geraden Maschen 2, 4, 6 und so weiter werden noch Unterstützungsscheiben mit montiert, sodass auch tatsächlich dieses Stabgeflechtband auch konstant gleich unterstützt wird. Hierzu können wir nochmal kurz ein Bild einblenden. Dann wäre es das von uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.